Was ist eigentlich die Begründung für die Kindertaufe? Im Alten Testament hat Gott Abraham und allen Gläubigen versprochen, ihr Gott zu sein und der Gott ihrer Nachkommen. Und dieses Versprechen hat Gott besiegelt mit einem Zeichen, nämlich dem Zeichen der Beschneidung. Gläubige heute sind im selben Bund mit Gott, dem Gnadenbund. Der Apostel Paulus macht das deutlich im Römerbrief Kapitel 4, im Galaterbrief Kapitel 3. Damals haben die Kinder der Gläubigen in den Bund gehört und heute tun sie das immer noch. Es ist ja derselbe Bund mit denselben Verheißungen. Das Zeichen hat sich verändert. Von Abraham bis Jesus war es das Zeichen der Beschneidung als Bild für die blutige Beschneidung Jesu am Kreuz. Seit dem Kreuz ist es erfüllt und ersetzt durch das unblutige Zeichen der Taufe. Äußerlich unterschiedliche Zeichen, aber inhaltlich geht es in beiden um genau dieselbe Verheißung, der Sündenvergebung und des Heiligen Geistes. In beiden geht es um Gottes Versprechen, unser Gott zu sein und der Gott unserer Nachkommen. In Kolosser 2 zieht der Apostel Paulus eine direkte Linie von der Beschneidung Abrahams über die Beschneidung Jesu bis hin zur Taufe. Wenn wir es ganz einfach machen wollen, im Alten Testament waren die Kinder mit eingeschlossen in den Bund und die Verheißung. Im Neuen Testament sind wir im selben Gnadenbund. Kinder wurden nie ausgeschlossen. Im Gegenteil, der Apostel Petrus schreibt, euch gilt jetzt die Verheißung und euren Kindern. Welchen Schluss ziehen wir daraus? Die Kinder gehören immer noch dazu. Und wir dürfen ihnen deshalb das Zeichen auch nicht vorenthalten oder wegnehmen.